Herzlich willkommen bei Wert und Hebel, liebe Jana. Herzlich willkommen in Bielefeld, lieber Michael. Schön, dass ihr beide hier seid. Schön, dass wir da sein dürfen. Heute zu Gast bei Wert und Hebel Jana Schönfeld und Michael Lehmkuhl von der Hettich Group aus Ostwestfalen-Lippe, Kirchlengern. Zur Einordnung: Hettich ist einer der weltweit führenden Hersteller von Möbelbeschlägen mit Hauptsitz hier in OWL. Ein globales, familiengeführtes Industrieunternehmen mit über 1,4 Milliarden Euro Umsatz, über 8.400 Mitarbeitende in etwa und sehr stark verwurzelt trotzdem im ostwestfälischen Mittelstand. Der Auslandsanteil der Hettich Group beträgt fast 80% und ihr habt allein in Deutschland etwa 3.900 Beschäftigte hier tätig. Also ein sehr großes Spannungsfeld. Mich interessiert heute vor allem, wie steuert man Performance und Transformation in genau so einem Spannungsfeld. Liebe Jana, vielleicht startest du. Für was bist du bei Hettich verantwortlich? Wir sprechen bei Hettich gerne in Hashtags, weil wir keine Titel lieben. Und Hashtags, die zu mir passen, sind zum Beispiel Gruppensteuerung für die Hettich-Gruppe, Strategie und entweder Governance, wenn wir es ganz seriös haben wollen, oder Möglichkeitsdenken, wenn wir visionär in die Zukunft schauen wollen. Mal schauen, wo es uns heute hinführt. Wie lange bist du schon bei Hettich tätig? Seit 9 Jahren und 4 Monaten. Okay. Und ich verstehe mich immer noch ein bisschen als Neueinsteiger ins Unternehmen und in die Branche, weil die meisten meiner Kollegen haben viel, viel mehr Erfahrung als ich. Michael, was ist dein Verantwortungsbereich und wie lange bist du schon bei Hettich? Ja, ich bleibe dann auch mal bei den Hashtags und ein Hashtag ist die Gruppensteuerung und wo ich mich auch sehr intensiv für einbringe, ist das Thema Innovation, Innovationsportfolio, sowohl in Produktlösungen und Lösungen für den Markt. Und ein weiterer Hashtag ist das Thema Produktion und das Thema entsprechend, wie entstehen die Produkte, die dann entsprechend zu unseren Kunden kommen. Ja, wie lange bin ich bei Hettich? Ich bin jetzt 24 Jahre bei Hettich, also schon eine etwas längere Zeit als du, Jana, aber ich würde sagen, jetzt mittlerweile knapp die 10 sind ja erreicht, von daher würde ich sagen, du bist schon Branchenkenner. Ist man da angekommen dann mit 10 Jahren bald, ne? Ja, in der Branche, ja doch, würde ich sagen. Michael, wir bleiben gerne bei dir. Was treibt dich gerade aktuell am meisten um? Ja, was treibt einen gerade aktuell um? Das sind die aktuellen Umweltbedingungen, wie verändert sich unsere Welt, wie verändert sich die Branche und insbesondere, wie kommen unsere Mitarbeiter mit in dem Rahmen der Transformation, dass das, was jetzt an neuen Themen kommt, wie künstliche Intelligenz, wie neue Gegebenheiten, geografische Gegebenheiten, wie kommen wir da mit unseren Mitarbeitern weiter und insbesondere, wie kriegen wir das Thema Verantwortungsübernahme in so einer Veränderungswelt auch entsprechend umgesetzt. Wir sprechen später das spannende Konzept Many-to-Many, viele zu viele oder für viele. Da freue ich mich schon sehr drauf, aber ich möchte mit einer knackigen Einstiegsfrage starten an dich, Jana. Was ist heute der größte Hebel für Performance bei Hettich und was bremst euch eigentlich am meisten? Der größte Hebel liegt im Many-to-Many, auch wenn wir das erst später erklären. Das ist das Zusammenwirken vieler mit ihren Stärken, Leidenschaften und Ideen. Und wenn man sie da freigestalten lässt, dann kriegt man ganz, ganz viel Energie. Was ist die größte Bremse? Vielleicht das aktuelle Umfeld, auf das wir treffen und auch regulatorische Rahmenbedingungen, insbesondere in unserem Heimatkontinent Europa, wo es dann wiederum die Kreativität der vielen braucht, wie man sich in diesem Umfeld für die nächsten Jahrzehnte neu erfindet. Michael, an dich die gleiche Frage mit einer anderen Perspektive. Wo entsteht bei euch die echte Wirkung? Und die spannendere zweite Teil der Frage, wo verliert ihr sie eigentlich? Ja, ein Punkt, den Jana gerade schon angesprochen hat, ist, wir wollen im Many-to-Many klar wirken und dazu braucht es eine gewisse Klarheit und da braucht es eine gewisse Konsequenz, wenn eine Organisation sich entsprechend verändert. Und wichtig ist, wenn alle das gleiche Zielbild haben, können wir alle in die gleiche Richtung gehen. Und damit können wir sehr viel bewirken. Und insbesondere im Many-to-Many haben wir eine große Masse. Wir haben nicht die Einzelpersonen, die vorangehen. Wir kommen später dazu. Und ja, was bremst uns am meisten? Am meisten bremst uns, wenn Klarheit verloren geht, wenn das Zielbild nicht mehr klar ist und wenn Orientierung nicht mehr vorhanden ist. Woran machst du das konkret fest? Ja, das sind die klassischen Elemente. Wie trifft man Entscheidungen, wer trifft Entscheidungen und wie schnell trifft man sie? Und wenn man weiß, wo man hin will, dann kann man relativ schnell gut entscheiden und sagen, das ist der richtige Weg, den ich jetzt gerade einschlage.
gibt es Menschen, die Ownership übernehmen, die Verantwortung übernehmen und sagen, ja, ich stehe dafür ein und ich gehe genau diesen Weg in diese Richtung. Und wenn Ownership fehlt, wenn man nicht weiß, wer übernimmt jetzt eigentlich diesen Ball, der ihm zugespielt worden ist, dann hat man ein Problem. Aber das mache ich da heute daran fest, Ownership ist ein klarer Punkt. Und letztendlich kommen Leistungen dabei raus und Leistung hoffentlich dann auch im Ergebnis. Ist Performance ein Begriff, den ihr auch stresst heute in eurem Unternehmen? Würdet ihr das sagen? Ist das ein Begriff, auf den ihr trefft, auch den ihr selber strapaziert? Ich glaube, wir reden nicht über das Wort Performance in der Form, aber wir reden über das Thema Ergebnisse und wir reden schon darüber, über Effektivität und Wirksamkeit. Und Wirksamkeit kommt aus Führung und wenn man wirksam ist, dann findet sich das in Ergebnissen wieder. Und letztendlich der Überbegriff wird Performance sein, ja. Ich muss noch mal kurz auf dich schauen, auf the Script, Michael. Wenn du schon seit 24 Jahren im Unternehmen bist, was hat sich daran über die Zeit verändert im Vergleich zu heute? Wir haben ja herausfordernde Zeiten, das trifft möglicherweise auch auf Hettich zu. Hat sich da was verändert? Ja, es hat sich deutlich verändert. Über die Jahre ist das Unternehmen gewachsen, wir sind internationaler geworden, der Footprint in der Welt von Hettich hat sich massivst verändert, was heute sich positiv auswirkt, dass man früh gestartet ist. Die Managementkultur hat sich stark verändert, was natürlich in kleineren Unternehmen eine ganz andere Form des Managements ist mit dem Wachstum, hat sich dann auf viele verteilt. Und das ist auch eins unserer Kernelemente in der Transformation, die Menschen wirklich zu aktivieren, um wirksam zu sein. Und da würde ich sagen, liegt eine der größten Veränderungen drin, die Hettich in den letzten 2 Jahrzehnten dann auch durchgemacht hat. Wir wollen gerne in verschiedene Kapitel denken und uns vorrobben sozusagen. Was bedeutet der Begriff Performance bei Hettich wirklich? Und vielleicht an dich, Jana, du verantwortest neben der globalen Unternehmenssteuerung, Strategie, Finanzen, HR, IT und auch die Kultur. Also ganz relevante Punkte. Wie definierst du Performance jenseits und abseits vom EBIT? Da würde ich zurückkommen zu Michaels Punkt der Wirksamkeit. Und wir reden mehr über Wirksamkeit als über einen Begriff wie Performance. Und wenn wir uns zum Beispiel Konzepten wie OKR bedienen, dann sprechen wir über Outcome, wo wir versuchen, unsere Kollegen dafür zu begeistern, vom Ende her zu denken und nicht nur den Anfang zu überlegen. Und Begriffe, die uns sehr wichtig sind Fokus, Klarheit, Konsequenz, wo wir vehement einladen zu sagen, Leute, überlegt euch das vorher, Klarheit in der Richtung, Klarheit in dem Weg, den wir gehen. Und dann geben wir unseren 8.200 Kolleginnen und Kollegen ganz, ganz viel Vertrauen, aber auch ganz viel Transparenz. Also nehmen wir mal das Thema Zahlen. Wir teilen Umsatz- und Ergebnisentwicklung mit all unseren Kolleginnen und Kollegen, sodass jeder immer weiß, wo wir da stehen, auch in herausfordernden Zeiten. Und einerseits nachvollziehen kann, warum wir als Unternehmensleitung gewisse Wege initiieren. Und andererseits aber auch bei den Entscheidungen, die jeder oder jede selbst oder im Team trifft, berücksichtigen kann, in welchem Umfeld befindet sich Hettich gerade und wie kann ich jetzt an meinem Platz den bestmöglichen Beitrag leisten, damit der Weg optimal weitergeführt wird. Du bist jetzt seit knapp 10 Jahren, 9 Jahre, war das in all der Zeit schon so transparent oder hat sich das erst entwickelt noch? Wir haben das über die Jahre weiterentwickelt. Also ich würde sagen, Hettich hatte diese DNA. Und unser Hauptgesellschafter Andreas Hettich hatte auch ein großes Anliegen, Verantwortung in die Hände aller im Unternehmen zu geben. Er hat sich ja vor einigen Jahren aus der Unternehmensführung rausentwickelt in den Beirat und konzentriert sich auf seine Gesellschafterrolle. Und damit alle gut Verantwortung übernehmen können, wissen Sie ja, wie kleine Unternehmer gut Bescheid wissen, weil wie willst du sonst kluge Entscheidungen treffen? Deshalb war das eine gemeinsame Reise, die absolut nicht zu Ende ist, weil wir fügen natürlich regelmäßig neue Elemente dazu, auch was das Thema Transparenz angeht, gemeinsame Beteiligung angeht oder auch Richtungsschärfen, wie was heißt für uns Wirksamkeit oder was ist jetzt gerade Fokus, während in Boomjahren vielleicht der Fokus auf etwas anderem lag. Ich habe viele Fragen dazu. Vielleicht die erste Frage, um konkret zu werden. Wenn ihr sagt, die Ergebnissituation ist für alle sichtbar, heißt das auch ihr habt ja eine Menge an Tochtergesellschaften und Einzelgesellschaften. Ist das auch in den Tochtergesellschaften auch sichtbar? Also weiß jeder, was in den Tochtergesellschaften für Umsatz und Ergebnis erzielt wird?
Du schaust zu mir, also greife ich die Frage auf. Also zunächst muss man sagen, uns ist der Gesamtunternehmenserfolg wichtig. Das heißt, wir wollen, dass alle wissen, wie es im Großen und Ganzen aussieht. Und daran messen wir auch am stärksten, weil manchmal kann es sein, dass du in deinem Bereich Zahlen hast, die nicht so erfreulich sind. Wenn das aber auf ein großes Ziel einzahlt, dann kann das ja ein Grund sein. Deswegen wollen wir, dass alle wissen, wie kommt es übergeordnet zusammen. Und wenn wir dann nach unten schauen, also zum Beispiel in ein einzelnes Land, in eine einzelne Unit, dann wünschen wir uns die entsprechende Transparenz für die Menschen dort auch, brauchen natürlich aber die Multiplikatoren vor Ort. Weil wenn du aus einer Gruppe heraus ein 60-teiliges Zahlenset anbietest, dann wird es unübersichtlich. Es ist schon nötig, wenn wir jetzt hier zu dritt für ein bestimmtes Land zuständig sind, dass wir uns dann da mal tiefer reinknien und uns nicht unbedingt noch mit den 49 anderen verwirren, die wir zwar grundsätzlich auch sehen dürfen, aber wichtig ist, dass wir dann tief auf das schauen, was wir verantworten. Genau. Die zweite Teil, den ich gerne aufgehört habe, du hast 3 Buchstaben von genannt, OKR, OKRs. Wie lange und wie durchgängig habt ihr das bei Hettich implementiert? Ich nehme es mal auf. Wir haben über die Jahre hinweg uns immer wieder mit neuen Methodiken beschäftigt, ob es von Scrum war, ob es über Agile war. Und es gibt die Transformation ja vom klassischen Wasserfall der Vergangenheit, wo man nur klar auf ein Ziel hingearbeitet hat und das womöglich in der Vergangenheit auch stupide verfolgt hat, hin zu diesen agilen Methoden. Und was uns wichtig ist, dass wir diese kürzeren Loops haben. Ob es im Agile ist, die Dailies, die Weeklies und entsprechende Meetings dazu, gilt für uns im OKR das Thema, kurzzyklischer zu gucken, ob wir aufs richtige Ziel zusteuern, ob wir noch den klaren Fokus bewahren. Und wir haben vorhin das Thema, Jana hat es gesagt, Fokus, Klarheit und Konsequenz. Und damit steuern wir mit dieser Methode ein. Ist das eine Methode, die wir jedem überhelfen und sagen, du musst genauso arbeiten? Nein, das machen wir nicht in dem Fall, weil wir sagen, es ist bereichsspezifisch zu verwenden. Nicht jeder Bereich, in jedem Bereich macht es Sinn, genauso zu arbeiten, aber wir haben einen Methodenbaukasten, der aus verschiedenen Elementen wie Agile, wie klassischem Projektmanagement oder auch wie OKR besteht und setzen das so um. Und OKR ist jetzt aber schon ein Thema, was mehr und mehr, ich sag mal, Freunde findet. Und ich sage ganz bewusst Freunde, weil wenn man was drüber stülpt, dann ist es ein Muss und dann müssen sich Menschen dem verpflichten. Und wir bieten diese Dinge an und wir setzen darauf, in der Verantwortungsübernahme diese Dinge dann auch entsprechend aufzunehmen, um sie dann wirksam für seinen Arbeitsalltag auch einzubauen. Und das ist eher der Weg auch unserer Transformation, viele mitnehmen und es nicht verordnen, sondern es muss aus einem selbst entstehen. Weil wenn es aus einem selbst entsteht, dann kommt nachher was raus, weil ich bin beteiligt und ich mache das für mich, weil ich dadurch meine Erfolge sehe und dadurch meine Wirksamkeit. Also das ist so ein Thema zum OKR. Finde ich wahnsinnig spannend. Das heißt, ihr macht ein Angebot an Methodenkoffer. Ich für meinen Bereich könnte OKRs nutzen. Genau. Ich muss es aber nicht. Verstehe ich das richtig? Genau. Und dafür haben wir auch entsprechend ausgebildete Kollegen, die unterstützen dann auch bereichsübergreifend, nicht nur in ihrem Fachbereich, sondern springen dann da rein. Und wenn einer sagt, komm, das ist was für mich, ich will das jetzt machen, dann gehen wir da rein und unterstützen das in der Breite. Und das Wir würde ich an der Stelle gerne ausdehnen, weil das Wir sind nicht Michael und ich, sondern das Wir sind die 8200 bei Hettich. Also wenn es jemanden bei Hettich gibt, oder manchmal sind das auch 3 oder 4 oder 5 Kollegen gemeinsam, die sagen, es gibt eine super coole Methode, mit der sollten wir uns unbedingt beschäftigen, ob es jetzt agiles Projektmanagement oder OKR ist, dann setzen diese Kollegen sich für ihr Leidenschaftsthema ein, stellen sich auf die Bühne und sagen, hey, liebe Hettich-Community, OKR ist genau das Richtige für uns, wenn wir das erreichen wollen. Und darüber finden Sie die Willigen, die sagen, ach Mensch, das ist für meine Welt auch spannend, das möchte ich von euch lernen, können wir trainieren. Und die probieren es dann in ihrer Welt aus, die Lust haben. Und so kann jeder sich für sein Thema einsetzen und Akzeptanz entsteht dann durch Followerschaft und nicht, weil jemand von oben angeordnet hat, ihr müsst jetzt alle OKR machen. Und ich glaube, da kann man auch sagen, Dinge, die gut laufen, da ist auch dann Energie drin in diesen Teams. Das ist dann, ob es jetzt agile Teams sind oder ob es OKR-Teams sind, da spürt man das. Wenn man da reingeht in diese Meetings, die sind dann auch sehr transparent, die laden dann auch offen ein. Also man kann zum Teil zu den Vorstellungen der Ergebnisse dann auch zukommen und man merkt dann und spürt, hier ist richtig Energie im System und damit verbessern sich natürlich auch die Entscheidungen und die Qualität generell von Projekten wird besser, wenn Menschen für was brennen, was sie selber entschieden haben. Wir sind immer noch bei der Begriffsdefinition von Performance. Du hast es wunderbar erklärt, nach meiner Meinung. Und meine nächste Frage, wann ist eine Organisation wirklich für dich steuerbar?
Das würde ich gerne noch ergänzen mit der Fragestellung, du hast es so betont, über die Konsequenz. Das ist ein Teil auch von Konsequenz. Und diesen herausfordernden Zeiten, in denen wir gerade leben, ist, glaube ich, Konsequenz ein wichtiger Baustein. Mich würde ja interessieren, wie sieht denn eine Konsequenz bei euch aus? Auf der einen Seite und damit verbunden die Frage, wann ist eine Organisation für dich wirklich steuerbar? Direkt auf die Frage, wann ist sie wirklich steuerbar, würde ich im Moment antworten, ein besonderes Leidenschaftsthema von uns in diesen Tagen ist Standards first und maximale Vereinfachung. Und ich glaube, das trifft auf viele größere Unternehmen zu, dass wir uns da über die Jahrzehnte einiges zugelegt haben, an Filigranität und auch Menschen, die das Detail lieben. Und wir sprachen ein bisschen über die Herausforderungen in dieser Welt und wie wir alle uns verändern dürfen. Deswegen werben wir aus dem Management-Level heraus im Moment, wenn du nach Richtung fragst, sehr, sehr stark dafür, Leute, Standards zuerst, was können wir schlanker machen und wo können wir viel, viel einfacher werden. Und wenn wir unsere Welt heute auf einem weißen Blatt Papier neu erfinden würden, wie würde sie aussehen, wenn wir mal unsere 138 Jahre Geschichte ein bisschen beiseite legen? Was nicht heißt, dass wir sie vergessen wollen. Wir lieben unsere Wurzeln und wir schätzen all die Erfahrungen, die wir haben. Aber wenn wir die Zukunft nur aus der Vergangenheit heraus gestalten, dann werden wir nicht schlank genug sein für die Welt, so wie sie sich heute stetig verändert. Das ist ein zitatfähiges, was zum Abdrucken auf jeden Fall, Jana. Konsequenz, wie sieht die aus denn bei euch, wenn ihr das so betont? Was bedeutet das? Könnt ihr das beschreiben? Ja, es geht um klares Feedback, es geht um eine offene Diskussionskultur und um gewisse Sicherheiten, die natürlich damit verbunden sind, dass Menschen sich auch äußern. Und das sind so Themen, die müssen offen angesprochen werden. Wie minimieren wir diese Konsequenzen? Also wenn man Themen wie Agile einsetzt, wie OKR einsetzt, kommen ja die kritischen Felder automatisch hoch. Und sie werden in Gruppen diskutiert. Es ist nicht unbedingt das Face-to-Face, ich bin jetzt unzufrieden mit deiner Performance, sondern man ist ja Teil einer Gruppe. Man hat sich zu was committed. Und in einer Gruppe wirkt eine Konsequenz einer nicht so guten Leistung deutlich stärker, dass man Feedback erhält, als wenn es immer nur im 1:1 ist oder wenn es nur eine 1:1 Reporting-Pflicht gibt, weil ich bin ja einer Gemeinschaft verpflichtet. Und dieses Steuerungselement einer Gruppe ist deutlich stärker wiegend, als wenn es nur die 1:1 Beziehung ist. Und dort wird dann halt offen gesprochen. Und wenn es nicht erreicht wird, wird es nicht erreicht. Und es muss als Herausforderung angesehen werden. Und in dem Fall würde ich sagen, funktionieren gerade diese, sind ja nicht mehr gerade die tagesaktuellsten Methodiken, aber sie haben ja Einzug vor 10, 12 Jahren erhalten, auch in Industrieunternehmen wie Agile und OKR deutlich besser als das klassische Modell, wo man an irgendeinem Kreis berichtet hat und dann gab es Lenkungskreise, die entschieden haben. So ist man gemeinschaftlich verantwortlich und da wird klar gesprochen. Die ganzen OKRs, Methodiken nutzen wirklich viele gerne und meine 5 Cent dazu ist, und da, was euch, glaube ich, unterscheidet, ist, dass ihr ein Angebot macht. Also ich kenne das durchaus. Wir führen jetzt OKRs ein und daran müssen sie alle ausrichten und es scheitert. Übrigens, wir haben es auch mal probiert, wir sind auch gescheitert. Ja. Wir machen aber heute was anderes. Darum, ich glaube, das ist schon ein ganz starkes Learning, dass ihr Angebote macht, auch für solche Führungs- und Steuerungsinstrumente. Michael, wann merkst du operativ, jetzt kippt etwas bei mir, jetzt kippt meine Performance im Guten oder im Schlechten? Wann merkst du das und woran? Also ich würde heute sagen, im Gespräch, und ich habe vorhin schon mal gesagt, für mich kommt es auf die Energie an. Man merkt an einer Gruppe, ob es funktioniert oder nicht. Und wenn da Energie drin ist, auch gewisse Konflikte auszutragen, wenn gemeinschaftlich Ergebnisse vorgetragen werden, wenn gemeinschaftlich auch kritische Diskussionen mit dem Management geführt werden, dann merkt man, ja, da ist was drin, da ist ein Wille drin. Und daran merke ich heute, dass es gut läuft. Und ich glaube, einfach gesagt, es fühlt sich dann auch deutlich leichter an, um zu sagen, ja, gut, irgendwie, wo sind die Probleme? Und wenn keine Probleme da sind und wenn das im Flow ist, dann spürt man, da ist jetzt gerade wirklich was Gutes drin, das geht in die richtige Richtung. Weil unser Ziel ist ja klar beschrieben und das sehen solche Methoden wie Agile oder OKR ja klar vor. Und wenn es nicht läuft, ja, dann kommen die Argumentationen. Es ist ja alles so komplex, es ist so schwierig und es geht links und rechts. Und dann merkt man, warum werden diese Felder gesucht, wo man sich verstecken kann, wo man sich zurückziehen kann. Warum kauft man sich diese Zeit? Und da würde ich sagen, das sind dann die Punkte, wo man dann klar mit den Teams, die sich verantwortlich zeigen, mit Projekt-Owner-Teams oder dem jeweiligen OKR-Verantwortlichen dann auch mal zusammensetzen muss, um zu sagen,
es fühlt sich nicht mehr so an, wie es mal vor 14 Tagen, vor 2 Monaten war. Und diese Energie im System, da wir ja Coaches haben und es freiwillig ist, haben wir heute meist schon jemanden dabei, der so ein Projektteam auch begleitet, der dann wirklich als Coach fungiert und diese Signale frühzeitig schon in die Teams gibt. Und von daher hilft uns das, diese Konflikte auch frühzeitig zu erkennen. Einmal eine Frage zur Internationalisierung. Die Mehrheit eurer Mitarbeiter arbeitet nicht in Deutschland, ne? Also die mehr als 50%. Auch in Indien habt ihr viele Mitarbeitende, in den USA, in fast allen Ländern auf der Welt, behaupte ich mal. Wie gelingt es euch, dieses Methodenwissen und diese Kultur auch in diese Länder zu transportieren? Ich glaube, in Indien seid ihr schon seit vielen, vielen Jahren. Wir feiern dieses Jahr 25 Jahre Hettich in Indien. Wie viele Mitarbeiter habt ihr in Indien? 2000. 2000 Mitarbeiter. Wie gelingt es denn, diese Kultur, diese Methodiken zu übertragen? Da muss ich jetzt leider beim Remote Working anfangen. Okay. Denn die letzten 6 Jahre hat uns allen als Unternehmen ja ermöglicht, extrem digital zusammenzuarbeiten. Es gibt Unternehmen, die mittlerweile ins Büro zurückrufen. Wir tun das nicht, weil wir sagen, wir sind ein internationales Unternehmen mit 80% Auslandsanteil. Wir sind ja verrückt, wenn wir aus Büros in Deutschland heraus versuchen, die Welt zu erfinden, gerade in der Unterschiedlichkeit, in der sie sich heute befindet. Und deswegen lieben wir so sehr, was seit 2020 in unser aller Leben ist, dass wir in der Lage sind, Tag und Nacht Videokonferenzen zu machen, dass wir all die digitalen Arbeitstools an der Hand haben, um in virtuellen Räumen mindestens so gut zusammenzuarbeiten wie in Präsenz-Workshop-Räumen. Und für uns ist das so selbstverständlich heute, dass jedes unserer Meetings mit unseren Kollegen aus Australien, Brasilien, USA, China, Indien gemeinsam stattfindet und niemand mehr auf die Idee kommt, sich auf einen nicht existierenden Elfenbeinturm in Kirchlengern zurückzuziehen, dass wir das im Leben nicht aufgeben würden. Und deswegen ist unsere Remote Working Kultur der Schlüssel für echte Internationalität. Und ein Zurück ins Büro, jetzt habe ich es mit eingefädelt, weil es gerade passte, wäre für uns der Killer für unsere Internationalisierung. Spannend. Werden OKRs angewendet in Indien oder in den USA als Beispiel? In den USA, wir haben in verschiedenen Ländern haben wir genau diese Skills auch entsprechend trainiert und in die Umsetzung gebracht und werden dann auch in entsprechenden Management-Meetings dort genutzt. Es kommt immer auf das Bedürfnis drauf an und von daher sind unsere Kollegen, die auch die Expertisen da drin haben und unsere Kollegen trainieren, die reisen durch die Welt und bringen die Methoden näher. Also und OKR ist nur ein Beispiel. Kommt ja, ich glaube, ursprünglich von Google, ne? Ja, genau. Unsere Kollegen in USA und China beispielsweise sind echte OKR-Fans. Und die haben sich gleich gemeldet und gesagt, wir wollen hier Pilotnutzer sein. Und wie Michael sagt, haben dann ihre lokalen Trainings gemacht, haben das für sich lokalisiert und sind ganz, ganz eng mit den Methodenimpulsgebern, wenn ich sie so nennen darf, weiter im Kontakt, um das jetzt für sich immer cooler und passender zu machen. Also da hast du jetzt gerade die echten Fans angesprochen. Okay, super. Ich rutsche rüber ins zweite Kapitel, Steuerung versus Kultur. Vielleicht ist es falsch, vielleicht heißt es Steuerung mit Kultur oder durch Kultur. Und jetzt sprechen wir es mal aus. Many-to-Many, Management-Kultur, das lässt sich nachlesen. Wenn ich bei Google KI Many-to-Many eingebe, werdet ihr genannt als Vorbild. Also ihr seid anscheinend die Erfinder oder ich konnte es nicht kontrollieren. Könnt ihr bitte kurz erklären, was heißt das? Wir glauben, das wurde mal in einem Interview empfunden durch einen unserer Kollegen. Wir waren dabei, aber genau. Michael und ich, wir waren nicht die Erfinder. Es ist nicht unserem Kopf entsprungen. Und ja, wenn man es googelt, passiert das, was du gesagt hast. Das macht uns natürlich stolz. Many-to-Many heißt für uns, wie können wir den vielen, bei Hettich sind es 8200, den Raum geben, sich mit ihren Stärken, Leidenschaften und Ideen bestmöglich einzubringen. Und das frei von Titeln und Hierarchien. Ich habe es am Anfang gesagt, als wir über unsere Hashtags sprachen. Und als du mich gefragt hast, können wir hier diesen Podcast machen, habe ich gesagt, bei Hettich gibt es immer nur Many-to-Many. Deswegen kommt auf jeden Fall einer meiner Kollegen mit, weil uns gibt es immer nur gemeinsam, aber es gibt uns nicht immer in dieser Konstellation. So, die Frage ist am Ende, was wollen wir machen, ja? Und bei deinem Podcast mit deinen Themen haben wir gesagt, Michael und ich sind die Richtigen. Hättest du jetzt mit uns einen Podcast machen wollen über EU-Regulatorik zum Thema Nachhaltigkeit bei CBAM und ETS, da wäre ich nicht mitgekommen. Da hätten wir andere Kollegen gehabt, für die das ein totales Leidenschaftsthema ist und bei denen das dann genau zu ihren Hashtags, ihren Stärken passt. Und natürlich gucken wir auch noch, wer hat Lust hier vor so einem Mikrofon, den Hettich-Weg entsprechend zu beschreiben.
Ist das eine Methode, Many-to-Many, oder ist es eine Philosophie? Wie würdest du das beschreiben? Ja, Da brauchen wir noch ein bisschen mehr, glaube ich, weil es einfach wahnsinnig spannend ist. Many-to-Many hat sich entwickelt aus diesen verschiedenen Angeboten, die wir gemacht haben. Unter anderem, wenn man, wir hatten vorhin den Einstieg, Dr. Andreas Hettich hat sich zurückgezogen in den Beirat und hat gesagt, ich übergebe allen Menschen die Verantwortung in diesem Unternehmen. Wir kennen das Thema aus der Agile-Methodik, wo man große Gruppen hat, die sich in Dailies treffen und sich weiterentwickeln. Agile funktioniert nie alleine. Agile funktioniert immer als Gruppe. Und wenn man all diese Dinge sieht oder auch OKR, die wir hatten, und zusammenpuzzelt, dann ergibt sich daraus also so ein Grundgerüst des Angebotes, was diese Dinge alle zusammenbringt. Und man kann das nicht schwarz-weiß abgrenzen zurzeit in einem Buch, sondern es ist eher das, wie erfinden wir uns daraus neu und wie überträgt man diese Methodik in den Arbeitsalltag. Und es gibt da ein Beispiel auch, so klassische Konfliktfelder, kennst du auch, sei es der Vertrieb, das Produktmanagement und die Entwicklung. Die Entwicklung will was entwickeln, macht aber nur was, wenn das Produktmanagement es auch klar sagt, was es haben will, und der Vertrieb. Wie kriegt man diese Konflikte gelöst? Und das waren auch so Themen, wo wir gesagt haben, naja, es ist keiner alleine hier, weil es existiert keiner alleine. Und dort haben wir zum Beispiel aus der Agile-Methodik dieses Thema Project Owner Team genommen und haben daraus Bereichs-Owner Teams gemacht. Und mit dieser Transformation, dass auf einmal ein Produktmanagementleiter, ein Entwicklungsleiter gemeinschaftlich verantwortlich sind, in der Führung, in der Ausrichtung, war ein Konflikt gebrochen, der immer geherrscht hat. Lastenheftdiskussion vor und zurück. Und das hat uns dann in der Stärke geholfen, in diesem Konstellation einen Konflikt zu lösen. Ist das irgendwo beschrieben? Nein. Gibt es das irgendwo anders, dass man sagt, ich gehöre einem Bereichs-Owner-Team an und nicht sagt, ich bin der Entwicklungsleiter oder der PM-Leiter? Nein, ich bin ein Bereichs-Owner-Team mit meinem Entwicklungsleiter zusammen. Und das sind so Themen, die uns dahin gebracht haben, Verantwortung wirklich in die Richtung zu bringen, wo sie hingehört, um auch Wirkung zu erzielen und insbesondere Verschwendung zu vermeiden. Das klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Ja. Wo stößt ihr damit an eure Grenzen? Es gibt ja immer so einen, vielleicht auch manchmal gesunden Egoismus, wenn Menschen Karriere machen wollen, doch Titel sich erarbeiten wollen. Wo stößt das ganze Prinzip an seine Grenzen? Ja, und da sind wir ganz klar beim Menschen und das ist ein Thema, wir sind diesen Weg eingeschlagen, der lässt sich auch nicht von heute auf morgen verordnen, sondern es ist schon ein Prozess, der jetzt über Jahre geht, an dem wir arbeiten, und auch dort geht es wieder darum, wie kriegen wir die Menschen mitgenommen. Und wie eingangs schon gesagt, wir sind nicht titelorganisiert und steht auch nicht auf unseren Visitenkarten drauf. Wir versuchen uns Schwerpunkten zu verschreiben, wie wir das vorhin mit den Hashtags hatten. Und wir arbeiten natürlich mit den Kollegen zusammen, in so eine Richtung zu gehen, weil es funktioniert ja nur, wenn es alle nachher machen und nicht nur irgendeine Leitungsfunktion, sondern es muss sich ja runterdrücken in die Organisation, rein in die Teams. Und das Schöne ist der Begriff der Graswurzel. Die Menschen wollen das ja. Die Menschen wollen ja Verantwortung übernehmen. Und es kommt gar nicht unbedingt aus dem Management, sondern selbst gerade über solche Methodiken wie Agile wächst es von unten heran. Weil Menschen sagen, ja, alleine würde ich ja nie ein Projekt leiten. Aber wenn ich den dabei hätte und den, dann machen wir das gemeinsam. Und so entstehen natürlich solche Themen. Und dann ist er ja nicht Projektleiter, dann ist er halt in einem Projekt-Owner-Team verantwortlich für diese Thematik. Und so würde ich die Transformation bei uns beschreiben. Ja, und das Spannungsfeld ist natürlich da. Was schreibt man in seine CV rein jetzt? Was bin ich? Heute würden wir unsere Hashtags reinschreiben. Ich habe noch keine Visitenkarte von dir, lieber Michael. Steht da wirklich nichts drauf? Also steht da wirklich nicht Co-CEO, Geschäftsführer? Da steht nichts drauf. Ich gucke mal nach, ob ich gerade noch irgendwo habe, gleich, und dann gebe ich sie dir. Okay, aber wir halten das dann nochmal in der Kamera. Ja, okay. Das halten wir nachher gerne abschließend in die Kamera, dann kramen wir beide unsere Visitenkarten raus. Okay. Ich würde gerne zu deinem Punkt, welche Grenzen hat das, nochmal das Thema Followerschaft, das ist jetzt ein komisches Wort, ins Spiel bringen. Weil bei Hettich kann sich jeder ein Thema schnappen, so wie ich vorhin gesagt habe, am liebsten zusammen mit Kollegen. Also wir lieben es, wenn Many was zusammen macht. Und ob dein Thema und deine Idee wirksam ist und wertstiftend ist, entscheidet sich dann daran, ob Menschen dir folgen. Und wir machen das nicht über Management, indem wir sagen, OKR ist jetzt eine wichtige Sache oder Nachhaltigkeit ist eine wichtige Sache oder dies oder das, sondern wenn Menschen sagen, ich brenne für das Thema und ich adressiere das so, dass die anderen mich verstehen und dann machen die anderen mit,
dann haben sie die Anerkennung, die sie brauchen, dass ihr Thema wirklich bedeutsam ist. Und dann brauchst du auch keine Titel mehr und keine Statussymbole. Also wir haben ja zum Beispiel auch, haben wir sowieso nie gebraucht, aber wir haben ein gemeinsames Büro mit 4 Kollegen. Und vorher habe ich 5 Jahre lang aus meinem Rucksack gelebt, bevor ich nach unserem Zusammenkommen in der Gruppensteuerung zu Michael und meinem Kollegen Timo gezogen bin, weil wir uns eben nicht definieren über, wie schaut unser Büro aus und wen bestellen wir wohin und so weiter, sondern wir sind immer mitten im Leben, mitten im Many-to-Many. So wünschen wir uns, dass das jeder bei Hettich handhabt. Aber wenn dir keiner folgt und du sitzt allein in deinem Raum und mit deinem Thema, dann darfst du dich hinterfragen, ob die Idee gut genug war, ob du sie gut genug erklärt hast und ob du in die richtige Richtung gerufen hast. Weil wenn dann einer sagt, ja, keiner versteht mich, dann ist das Sparring, was wir geben, eher, lass uns nochmal auf die Idee gucken. Und wie könntest du die Idee multiplizieren, damit die anderen dich hören? Und so verstehen wir uns auch als Führungskräfte und als Manager, den Menschen zu helfen, ihre guten Ideen in die Breite zu bringen. Ich nehme euch das wirklich ab. So gut kennen wir uns ja auch noch nicht. Aber ich nehme es euch wirklich ab. Und das mache ich daran fest, an deinen Aussagen und vor allem an deinen Handlungen. Also natürlich, man sucht mal immer, wer ist jetzt der CEO von Hettich? Und wie wäre die Antwort auf diese Frage? Was würdet ihr dann sagen? Wir haben keine C-Level-Titel. Wir haben keine C-Level-Titel, das ist de facto so. Und du kannst dir jemanden aussuchen, weil wir schmunzeln immer darüber, wer von uns für was angesprochen wird, was ja auch heißt, wer erzeugt Wahrnehmung, wer erzeugt Gefolgschaft nach innen und nach außen. Und du kannst dir 8200 bei Hettich aussuchen und ich will nicht sagen, wir verfolgen das, aber wir beobachten natürlich, wer wird angesprochen, wer wird für was akzeptiert, wer bekommt für was seine Bühne. Und je mehr Menschen das neben uns sind, desto mehr freuen wir uns. Ich habe ja auch Kontakt zu vielen anderen UnternehmerInnen und GeschäftsführerInnen. Ich bin gespannt, was Sie dazu sagen und was auch Ihre Haltung wäre. So manche Menschen habe ich gerade im Kopf, die würden vielleicht ein bisschen Stirnrunzeln und sagen, naja, jetzt in diesen schwierigen Zeiten, da braucht es doch eine klare Kante. Klar, wer ist der Chef des Unternehmens? Die traditionellen Rollenbilder. Wie geht ihr mit so einem Vorwurf um? Was bedeutet das auch in diesen herausfordernden Zeiten gerade? Gelingt das jetzt besonders gut damit? Jetzt seid ihr betroffen, dadurch vielleicht nicht ganz objektiv, aber gelingt das besonders gut oder ist das noch eine andere Herausforderung? Also ich würde es mal zweigeteilt sehen. Also es ist ja nie alles immer perfekt. Das ist de facto so und das ist, glaube ich, auch die Herausforderung, die uns ja immer umtreibt. Es ist nie gut, sonst gäbe es uns alle ja irgendwo nicht mehr irgendwas zu steuern, so wird ja alles automatisch laufen. Von daher in der Breite, wo wir heute diese Kultur schon tief verankert haben, kann man sich sehr darauf verlassen, dass wenn diese Themen kommen, wenn die Zahlen, wenn die Transparenz da halt die Klarheit schafft, auch zu einer gewissen Konsequenz führt. Da ist wenig wirklich Aktivität zu tun. Und natürlich gibt es die Situation, das lässt sich nicht vermeiden, wo man mal auch eine Ansage machen muss, weil Dinge sich doch nicht bewegen. Das gibt es also auch. Es gibt auch eine klare Ansage. Es wäre doch falsch zu sagen, die ganze Welt ist perfekt. Das ist nicht so. Aber der Punkt ist, was überwiegt. Und das Überwiegende ist heute, dass es viele, viele Bereiche gibt, wo es das nicht erfordert. Und ich habe jetzt meine 24 Jahre bei Hettich hinter mir und da haben wir ja verschiedenste Phasen gehabt und verschiedenste Führungsstile, die alle zu ihrer Zeit die richtigen waren. Jetzt sind wir in einer Wirkung, wo wir sagen, ein Großteil kann mit den Themen der Transparenz, der Klarheit, die wir geben, umgehen. Und die es halt noch nicht können, da bedarf es dann ja auch mal die Intervention. Als, wie Jana immer so schön sagt, Intervention ist nichts Kritisches, sondern ist der Hinweis, wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Jana, du warst ja vor 9 Jahren in anderen großen Organisationen tätig. Und ihr kennt ja auch beide den berühmten Mittelstand und andere Firmen. Was würdet ihr denn einem anderen Unternehmer, einer anderen Unternehmerin raten, die sich damit so noch gar nicht auseinandergesetzt haben? Das klassische Bild, da gibt es den Sprecher der Geschäftsführung, da gibt es die Einzelbüros, da gibt es diese Art von Kultur noch gar nicht. Was würdet ihr denn raten? Wir würden raten, erstmal mit
absoluter Transparenz anzufangen. Und das kann ja jeder für sich definieren, was für ihn absolut heißt. Also es darf jetzt mal am Anfang mal eine Grenzüberschreitung sein. Ne? Okay. Also was passiert, wenn ich mit all meinen Mitarbeitenden teile, wo ich gerade stehe in Sachen Umsatzentwicklung? Oder was passiert, wenn ich klar kommuniziere, wir schreiben super solide schwarze Zahlen oder wir sind kurz vor den roten Zahlen. Welche Ideen habt ihr alle, wie wir es noch besser machen können? Und da passiert ja gar nichts Schlimmes, aber man darf es mal ausprobieren. Und so sind wir auch vor 8 bis 9 Jahren gestartet. Mit dieser Haltung Vertrauen. Wir vertrauen unseren 8.200 Kolleginnen und Kollegen, auch im Umgang mit den Informationen, die wir ihnen geben. Und wir setzen auf absolute Transparenz, wo du natürlich jetzt auf dem Schieberegler definieren kannst und im Reifegrad, was heißt das? Und da haben wir einen unternehmensweiten Blog gestaltet, den kannst du dir so ein bisschen vorstellen wie LinkedIn. Ich nenne ihn immer unsere Hettich-Tageszeitung, wo jeder schreiben kann, was er will, was er findet, dass alle wissen sollten. Okay. Und diese Hettich-Tageszeitung, der Blog heißt Get Connected, also lasst uns verbinden, hat jeden Tag so 3 bis 5 News, würde ich sagen. Ich finde es nicht zu viel, weil eine Tageszeitung hat viel, viel mehr als 3 bis 5 News. Und am Anfang haben wir das eher Management gesteuert befüllt, haben aber immer gesagt, was habt ihr denn zu erzählen? Was habt ihr denn zu erzählen? Und inzwischen ist das so graswurzelmäßig bestückt, dass wir super selten schreiben, ne? Vielleicht 3-mal im Jahr, weil jeder aus der Welt eben, wenn es was Spannendes Neues gibt, es dort allen Kollegen mitteilt. Und auch der Schreibstil ist über die Jahre so gut geworden, dass man es versteht. Also das habe ich vorhin am Anfang gesagt, du kriegst keine Gefolgschaft, wenn dich keiner versteht. Aber wenn du über 6 bis 7 Jahre deine Posts so lernst, fein zu tunen, dass deine Leser verstehen, was du ihnen sagen willst, dann kriegst du halt auch Mitwirkende. Und in diesem Blog ist immer alles drin, was man über Hettich wissen muss. Und früher, als ich gestartet bin, war es wie in jedem Unternehmen, alle haben sich immer beschwert, dass sie ja gar nichts wissen. Und die klassische Führungskaskade kommt ja mit dem Verteilen von Informationen gar nicht genug hinterher. Und seitdem wir diesen Blog jetzt sehr ausgeprägt haben, wird sich bei Hettich nur noch darüber beschwert, dass man zu viel weiß. Und ich sage immer, ich liebe diese Beschwerde, weil wenn sich bei uns beschwert wird, dass man bei uns zu viel weiß, dann haben wir alles richtig gemacht. Die nächste Übung, die wir machen müssen, ist, miteinander zu trainieren, wie wir selektiv mit Informationen umgehen. Was brauche ich nicht? Denn auch, ich kenne niemanden, der die Tageszeitung von ganz vorne bis ganz hinten liest. Da haben wir es ja auch geschafft, uns rauszupicken, was für uns interessant ist. Ich möchte noch eine Frage stellen zu dem Konzept, weil das wirklich eine Säule ist, auch unseres Gespräches und auch anscheinend Säule eurer Firma und der Firmenkultur. Was funktioniert in der Theorie gut, aber in der Realität nicht? Was sind die 2 Seiten? Was funktioniert in der Theorie gut und in der Realität nicht? Das ist ja eine spannende Frage. Das ist mal die Frage, wie man die Theorie gestaltet. Und damals 2017, jetzt gucke ich mal ein bisschen zurück, habe ich, weil ich gerade da aus der Phase des Innovationsmanagements, Entwicklungsbereichs kam, mich sehr stark mit Agile beschäftigt oder Scrum. Also was in der Theorie nicht funktioniert, ist ein vorhandenes Konzept 1:1 kopieren. Das funktioniert nicht, weil jedes Unternehmen hat eine Kultur, eine spezielle DNA und es muss zur DNA passen. Und was wir damals getan haben, wir haben uns breit umgehört, wir haben uns breit ausgetauscht und wir haben für uns das Passende entwickelt. Für uns die Theorie neu geschrieben. Ist die kopierfähig? Nein, sie ist heute nicht 1:1 anwendbar auf ein anderes Unternehmen, weil die Grund-DNA jeweils eine andere ist. Und das hat was mit dem Evolutionsgrad zu tun, so dass man das immer wieder anpassen muss. Und das ist auch unser Weg, den wir heute haben, weil die Realität ist ja das, wo wir heute sind. Das ist ja das, wo wir heute stehen. Und passt die Theorie dazu? Das gilt es immer am Laufen zu haben und zu diskutieren. Und so passen wir unsere Methodiken auch an. Und das war ja vorhin auch unsere Aussage dazu. Wir machen Angebote. Wir verpflichten keinen, es so zu tun. Angebote. Und mit den Angeboten beschreibt man die Theorie und dann haben wir eine gute Realität. Ist eigentlich die Mitarbeiterfluktuation bei Hettich durchschnittlich besser als in anderen vergleichbaren Unternehmen in Ostwestfalen-Lippe? Fangen wir mal bei uns hier an. Ja, Fluktuation ist so ein Begriff, der hat uns lange strapaziert, weil wir den gar nicht so richtig kannten. Also unsere Fluktuation, würde ich sagen, ist sehr, sehr gering. Also in Ostwestfalen war die bisher sehr, sehr gering. Also ich kann es ja aus mal ganz anderer Perspektive kurz streifen. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer, mir ist die Firma Hettich sehr vertraut, weil in meiner Zeit, als ich noch angestellter Einkaufsleiter war, hatte ich eine Menge mit dem Unternehmen zu tun. Und ich habe es neben 3 anderen Unternehmen in der europäischen Branche als eine der herausragendsten
Partner empfunden, auch in schwierigen Zeiten. Also diese Strahlkraft, das sage ich jetzt nicht, weil ihr hier sitzt, das ist meine persönliche Überzeugung. Und ich glaube, die Mitarbeiter können sich glücklich schätzen, bei euch tätig sein zu dürfen. Und damit komme ich zu anderen MitarbeiterInnen, und zwar italienischen. Da ist aber was passiert. Es passiert ja immer, ihr seid stark organisch gewachsen in all den Jahren, nach meiner Meinung. Aber es gab eine Besonderheit. Vor einigen wenigen Jahren habt ihr einen italienischen Wettbewerber gekauft, ich glaube vor 2 Jahren. Die Firma FGV. Könnt ihr es kurz schildern? Nicht jeder kennt FGV. Wie groß sind die? Was ist da passiert? Immer nur zur Einordnung zunächst. Also wir sprechen das FGV, Fomenti Giovenzana, ein italienischer Möbelbeschlagshersteller. Wir als Hettich haben 138 Jahre Geschichte. FGV hatte etwas über 75 Jahre Geschichte. Beides Familienunternehmen, 200 Jahre Erfahrung in der Branche, die wir zusammenbringen konnten. Italienischen Pragmatismus mit deutscher Ingenieurskunst. Und wir bei Hettich beschäftigen uns auch viel mit dem Thema Generationenwerk. Dr. Andreas Hettich, über den wir mehrfach gesprochen haben, und seine heutigen Mitgesellschafter sind die 4. Generation. Und wir überlegen gemeinsam viel, wie bereiten wir uns gut auf die 5. Generation vor. Und bei FGV haben sich die Eigentümer anders entschieden. Die 2. Generation wollte das Unternehmen verkaufen, weil die 3. Generation nicht übernehmen wollte. Und so sind wir in unser Miteinander gekommen, darf man sagen, um jetzt gemeinsam Möbelbeschlagsgeschichte zu schreiben. Ich kenne die Firma noch gut aus meiner persönlichen Vergangenheit, aber nur zur Einordnung, zur Größe, könnt ihr das irgendwie einordnen? Wie groß ist FGV? Also im Vergleich zu uns hat FGV ungefähr 20% der Größe und das Thema Mitarbeiter lag so um die 800 mit Schwerpunkten in Italien und Brasilien. Also ein mittelständisches, italienisches Traditionsunternehmen sozusagen. Genau. Ich finde das wahnsinnig spannend. Jetzt gibt es so einen Merger oder eine Übernahme, wie man das auch mal bezeichnen mag, weiß wie. Und die Integration ist vielleicht besser. Ja, absolut, Integration. Wir reden nicht von Merger und Integration. Wenn ich den Michael da korrigieren darf, wir reden auch nicht von Integration. Nein, stimmt. Zusammenschluss. Was uns wichtig ist, es ist ein Coming Together auf Augenhöhe, zurück zu unseren Kulturprinzipien, die wir jetzt heute mehrfach zitiert haben. Nicht nur mit unseren Hettich-Kollegen wollen wir auf Augenhöhe agieren und alle mit vollem Vertrauen und Transparenz einbinden, sondern das gilt natürlich auch für alle Kollegen, die dazukommen. Und FGV war nicht das erste Unternehmen, aber sicherlich das größte in den letzten Jahren. Und deswegen sind wir da ganz vehement zu sagen, nein, auf gar keinen Fall Integration, sondern Zusammenkommen auf Augenhöhe, weil wir von den Stärken, Leidenschaften und Ideen unserer neuen italienischen und brasilianischen Kollegen ja ebenso profitieren wollen, wie von unseren eigenen. Was war die größte Herausforderung? Wir haben ja viel über Kultur und Many-to-Many, Führungsprinzipien gesprochen. Es kann ja gar nicht sein, dass ein italienischer Mittelständler genauso tickt wie jetzt ein ostwestfälisches Weltunternehmen. Was war die größte Herausforderung in diesem Kontext? Die größte Herausforderung war, wie kommen wir zusammen? Und auch da kulturmäßig, wir haben, wie Jana es gerade nochmal ausgeführt hat, ich habe ja nur darauf reagiert, was du gesagt hast, wie kommen wir zusammen? Und das Coming Together, das war eigentlich der Schlüssel dabei. Und da haben wir andere Methoden durchaus gewählt, als man sie üblicherweise macht. Wir haben Menschen zusammengebracht, Menschen aus Fachbereichen, die sich erstmal kennenlernen, die gemeinsam zusammen in Workshops sind und unabhängig davon, was im Hintergrund passiert. Und wenn man Menschen zusammenbringt und gemeinsame Ankerpunkte findet, so wie Jana es gesagt hat, wir haben eine Historie, auf die wir alle stolz sind. Auch die FGV-Kollegen hatten Stolz auf ihre Vergangenheit, genauso wie wir. Und das kann jeder natürlich fühlen. Und ein stolzer Blick zurück schadet nie, um die Herausforderungen der Zukunft anzunehmen. Und das war einer der Schlüsselfaktoren, die in diesem Prozess uns geholfen haben, den ersten Schritt zu machen. Kann man sagen, das wird kein Hettich Italia? Das bleibt in seiner Grundwurzeln und seinem Auftritt auch so bestehen, wie es das heute ist? Ja, unbedingt. Und da würde ich nochmal bei deiner Frage einhaken, was war schwierig? Es war schwierig, sich darauf einzulassen, dass es einen Möbelbeschlagshersteller geben kann, der auch ganz viele gute Dinge kann, außerhalb dessen, was man selbst kannte. Und jetzt kommen wir zum Thema, wie führt man, indem man strategischen Rahmen setzt. Und seitdem wir FGV bei uns im Haus haben, pflegen wir sehr intensiv die strategische Richtung einer Mehrmarkenstrategie. Wir sagen, wir haben die Premium-Marke Hettich für die Welt und wir
Wir haben im mittleren Marktsegment andere Marken, wie zum Beispiel FGV, oder wir haben auch eine Marke Hepo in Indien, wo wir uns in einem anderen Produktwertigkeits- und auch Service-Level bewegen und somit andere Kundengruppen ansprechen. Das heißt, das war jetzt die kleine Tätigkeit von Managern, zu sagen, strategische Richtungsschärfung. Wir sind nicht alle eins und aus FGV wird bitte kein Hettich Italien, sondern wir werden die Welt künftig mit einem Mehrmarkenansatz bearbeiten. Und da ist FGV genau eines der wichtigen Puzzlestücke, was wir da benötigen und wie großartig, dass die Kollegen all die Kompetenzen mitbringen, die sie aufgrund ihrer 75 Jahre Geschichte an Bord haben. Was unterschätzen Unternehmen bei solchen Arten von Zusammenschlüssen, die ja eher mehr werden als weniger? Was unterschätzen Unternehmen dabei? Dass man den Menschen was zutrauen kann. Um nochmal aufs Coming Together zurückzukommen. Normalerweise, wenn Unternehmen zusammenkommen, ich benutze jetzt nicht die bösen Worte, die vorhin im Raum standen, kommt da ja jemand, macht einen Plan und sagt, und das läuft jetzt so. Und Synergien heben wir wie folgt. Und im Einkauf machen wir es jetzt so und in der Logistik so und in der Marktbearbeitung nochmal ein bisschen anders. Und so sind wir nicht vorgegangen, weil wie immer vertrauen wir den Menschen und auch den Menschen von FGV. Und wir haben 4 Wochen lang nach dem Closing des Prozesses 25 Menschen von FGV, 25 Menschen von Hettich eingeladen, 3 Tage an einem Ort zusammengebracht, ausnahmsweise in Präsenz, damit man sich kennenlernen kann und haben gesagt, so, weißes Blatt Papier, leerer Raum, Open Space. Was müsste man aus eurer Sicht jetzt angehen, damit das Miteinander bestmöglich gelingt? Und die Themen, die dann auf die Agenda kommen, sind gar keine anderen, als wir als Manager draufschreiben würden oder du aus deiner Beratungsperspektive und deiner Unternehmenshistorie. Ist alles dasselbe. Nur die Menschen wählen selbst, welche Überschriften sie hinschreiben und aus diesen 25 plus 25 im Raum, sie entscheiden selbst, wer folgt welchem Thema. Also wo fließt die Energie hin? Nicht du und ich und Michael entscheiden, der Paul muss jetzt das machen und der Max muss jetzt das machen, sondern das entscheiden der Paul, der Max und die Inga alle selbst. Und damit gehen wir nur mit der Energie und erreichen natürlich viel wirksamere Ergebnisse, als wenn wir hier mit Maßnahmenplänen tracken wollen würden, ob die Menschen ihre Arbeit machen. Was ich dem noch zufügen würde, ist, weil die Menschen, die teilgenommen haben, transportieren es dann wieder in ihre eigenen Bereiche rein. Und das ist was anderes, wenn ich wieder was aufgeschrieben habe auf dem Zettel, weil ich kümmere mich jetzt um das Thema, wie kommen wir zusammen bezüglich unserer Einkaufsthemen, wie wollen wir das managen? Und ich bin verantwortlich dafür und ich habe es nicht übergestülpt gekriegt. Das kann ich meinem Team, wenn ich zurückkomme, ganz anders vermitteln, als wenn es einfach nur orchestriert worden wäre. Also kann ich mir sehr gut vorstellen. War das denn für die italienischen Kolleginnen und Kollegen überraschend? Ja, War's, ne? Aber es war für uns so genauso überraschend. Für uns war es näher liegend, weil wir häufig schon so gearbeitet haben, aber für die italienischen Kollegen war es sehr überraschend. Also das ist schon, kann man schon so sagen, ja. Und weil jetzt auf einmal, ja, da passiert was und es kommt was zusammen. Und wie es passiert, jeder hat ja seine Vorstellung. Da kommt irgendwas Großes zu was Kleinem und deswegen dieser böse Begriff, der vorhin im Raum stand. Ja. Es war einfach nicht so, sondern es war Augenhöhe. Und wir haben auch ganz bewusst darauf geachtet, dass wir in all den Meetings keine Dominanz hatten, was Anzahl angeht oder ähnliche Sachen, sondern dass wir wirklich ausgeglichen unterwegs waren, damit da gar kein Eindruck entsteht, dass irgendwas größer ist als was anderes. Weil das ist es ja im Endeffekt nicht. Weil jeder, wenn man es wieder runterbricht im Kleinen, hat ja seinen Anteil daran. Und ob die Themen, Produkte, Lösungen aus Italien, aus einem Produktionsunternehmen kommen, über einen Vertriebskanal, der anders gestaltet ist oder von Hettich, nur die kleinen Puzzleteile zusammengeben, was großes Ganzes. Das war für mich wirklich wie ein Best Practice und ich drücke euch und allen Beteiligten natürlich ganz doll die Daumen, dass es genauso erfolgreich in der Zukunft bleibt, weil genau dort sieht man ja in ganz, ganz vielen Beispielen, wo es nicht gut gelungen ist. Wo genau der Große kommt zum Kleinen und genau diese Aspekte. Und das ist für die Menschen natürlich auch schon eine ganz besondere Herausforderung, ne, wenn da sowas passiert. Ich komme zum letzten Kapitel. Performance unter Druck habe ich es genannt. Ihr seid in einem schwierigen Marktumfeld unterwegs. Michael, ich schaue dich nochmal an. Wann habt ihr euch zuletzt bewusst gegen den Markt entschieden? Und ich unterstreiche nochmal, was ich damit meine. Das bedeutet für mich, nicht das zu tun, was der Markt nahelegt, sondern was üblich ist, sondern eine vielleicht andere oder auch riskantere Richtung zu wählen. Ja,
Ich glaube, Hettich hat sich immer wieder dadurch ausgezeichnet, auch in Krisensituationen den nächsten Schritt zu machen. Und da kann man jetzt so weit zurückspulen. Ich glaube, aus deiner Erfahrung der damaligen Tätigkeit noch als Einkäufer kannst du dich auch noch an die Krise 2008, 2009 erinnern. In der Zeit hat Hettich ein neues Schubkastensystem entwickelt und das neu aufgesetzt, hat investiert und hat viele große europäische Kunden entsprechend damit ab 2011 auch beliefert. Hätte man diese Entscheidung nicht getroffen, wäre es anders ausgefallen. Man hat damals die Krise als Chance genutzt. Wenn man jetzt zurückguckt in den letzten Jahren auch, wir haben im Jahre 2022 ein Projekt gestartet, um unsere Avantec U-Plattform zu erneuern. Das ist die wesentliche Schubkastenbasis, die wir als Hettich definiert haben und haben stark investiert mit dem Abschluss in 23, 24, mit dem Serienstart in 25. Also wirklich jetzt gerade in einer Phase, wo es runtergeht, wo wir aber sagen, das Konzept basiert ganz klar auf einer Plattform, die Bedürfnisse sind da und wir haben diese Zeiten genutzt, um uns aufzustellen auf das, was in Zukunft kommt. Und das hat auch was mit viel Geld in der Hand nehmen zu tun. Natürlich. Das hat aber auch was damit zu tun, dass wir an Themen glauben, weil wir die Marktkenntnisse entsprechend haben, um dann solche Sachen umzusetzen und auch ein bisschen azyklisch zu arbeiten. Ich habe hier in Ostwestfalen-Lippe, für alle, die es nicht wissen, wir sitzen hier gerade in Bielefeld. In Ostwestfalen-Lippe gibt es ja viele tolle Cluster, unter anderem nicht nur die Möbelindustrie und Möbelzulieferindustrie, in denen ihr natürlich dominant und wichtig seid, sondern zum Beispiel auch die Steckverbinder-Industrie. Wir haben im Eingangsgespräch darüber gesprochen. Da kenne ich mich jetzt auch ein bisschen aus. Da gibt es ja mindestens 4 Weltmarktführer, mindestens Phoenix Contact, Weidmüller, Harting und Vago, wie sie alle heißen, die im Umkreis von 50 Kilometer sitzen, was total verrückt ist. Aber auch da sehe ich, wie Situationen dazu führen, dass sich Unternehmen anders in Krisenzeiten entscheiden. Ich schätze mich glücklich, weil wir Phoenix Contact seit vielen Jahren als Kunden haben, seit über 7 Jahren. Und da ist auch eine Menge passiert. Und die grundsätzliche Ausrichtung von Phoenix war immer auch ein verstärktes Investitionsverhalten in der Krise, also genau antizyklisch zu denken. Also in den Corona-Zeiten haben sich eher die Leger voll gemacht. Also sie haben viele richtige Entscheidungen getroffen, anders als andere der anderen 3 Wettbewerber und darum sind sie, glaube ich, auch mehr als 3-mal so groß, nach meiner Meinung. Ne? Gibt es noch andere Beispiele? An dem Beispiel können wir uns, glaube ich, anschließen. Also während der Corona-Phase, es gab den kurzen Schock, was passiert jetzt? Und wir haben natürlich den Markt auch beobachtet. Aber da haben wir auch relativ schnell die Rückschlüsse gezogen und haben gesagt, naja, warum soll es jetzt eigentlich nicht gerade für die Branche gut laufen? Das haben wir auch getan. Wir haben uns die Läger auch voll gemacht. Das Beispiel, was wir gerade hatten mit FGV, ist auch so ein Thema, was in diesen Zeitraum gefallen ist, wo wir gesagt haben, ja, da investieren wir jetzt rein. Wir gehen in eine Mehrmarkenstrategie als Unternehmen. Und es gibt jetzt nicht so viele Beschlagshersteller auf dieser Welt, die eine Mehrmarkenstrategie fahren. Also auch das ist ein Schritt, wo wir was entsprechend nach vorne treiben in einer Phase, die jetzt nicht unbedingt rosa-rot ist, wo man eigentlich sagen würde, ach, es geht ja allen gut, jetzt könnt ihr euch was leisten, sondern man muss, glaube ich, diese Interventionen, diese Veränderungsmaßnahmen genau in den Phasen nutzen, weil dann fällt Transformation in Summe auch einfacher. Jana, wie priorisiert ihr, wenn alles wichtig erscheint? Was fällt dann bewusst nach hinten runter? Jetzt könnten wir wieder sagen, die Themen, die Gefolgschaft erhalten und die Themen, die strategiekonform sind. Weil ein bisschen was tut Management auch. Kleine strategische Richtung geben. Mit klein meine ich wenig und schlank und einfach. Oder man könnte es auch Nordstern nennen, was den Menschen dann beim Priorisieren helfen soll. Und im Zweifelsfalle, wir nennen es immer Hindernisbeseitiger, auch eine wichtige Rolle von Management. Manchmal geht ja nichts mehr voran und dann ist es eben wichtig, aktiv einzusteigen, zu sagen, was klemmt denn da, was ist das Hindernis, was ihr da gerade seht und wie könnte man das jetzt umzingeln und beseitigen. Und es führt noch zu einem Aspekt, der uns, glaube ich, im Moment bewegt, glaube ich, viele auch bewegen darf. Wie trifft man Entscheidungen? Jeder denkt ja immer, dass er ganz viel und ganz toll entscheidet und immer zu, aber beschwert sich darüber, was alles nicht entschieden wird von irgendeinem diffusen Raum, ob es jetzt Politik ist oder Unternehmensleitung oder Ehepartner, Dinge aller Art. Und da laden wir im Unternehmen eben immer ein, zu sagen, ja, was müsste denn entschieden werden aus eurer Sicht? Manchmal gibt es dann schon gar keine Antwort, dann wird es verdächtig. Und wenn dann einer sagt, ja, wir müssten uns jetzt mal entscheiden, was unser wichtigstes IT-System ist, dann kann man ja sagen, wo ist denn die Entscheidungsvorlage dazu?
Ja, die haben wir ja jetzt nicht. Ja, dann könnte man die ja mal vorbereiten, ne? Und wenn man die dann hat, dann kann es losgehen und dann braucht man den richtigen Kreis dafür. Und was wir da jetzt im Moment gerne proben ist, insbesondere für kleine Entscheidungen, egal wie viele Menschen man beisammen hat, da mal zu fragen, na, wie würdet ihr denn jetzt entscheiden? Weil im Many-to-Many dürfen ja alle mitentscheiden. Und das Phänomen bei Entscheidungen ist meistens, du kommst so auf 51, 49. Wir lieben diese Momente, ne? Weil dann sitzen alle da und sagen, oh. Und dann kannst du als Manager wieder reinspringen und moderieren und sagen, ja und, was machen wir jetzt damit? Darf ich technisch fragen, wie geht das? Messt ihr das wirklich? Ist das ein Handzeichen? Wir sind ja große Stuhlkreis-Fans, ja. Also wenn wir Präsenzmeeting haben, haben wir Stuhlkreise und wenn du 40 Menschen im Stuhlkreis hast und dann hat jemand mal eine gescheite Entscheidungsvorlage mitgebracht, oft spontan im Meeting, wenn es kein Entscheidungsmeeting ist, ist das nicht der Fall. Ja? Aber wenn jemand gerade was dabei hat, probieren wir das gerne aus und sagen, na Leute, dann lasst uns doch mal schnell hier die Entscheidung zusammen treffen. Und dann kannst du, ich glaube, es heißt konzertieren, so eine Daumenentscheidung machen. Ne? Die erste gute Frage, damit 40 Menschen im Stuhlkreis warm werden, ist immer, hat jeder die Entscheidungsvorlage verstanden? Bitte mal 40 Daumen hoch. Wenn 3 Daumen unten bleiben, weißt du, da musst du nachfragen. Dann fragst du, was ist denn noch nicht klar? Dann sagt derjenige, Dann kann der Ideengeber antworten und dann machst du nochmal die Übung, haben wir jetzt alle verstanden, worum es geht? Und in dem Moment, wo 40 Daumen oben sind, weißt du, du bist auf dem richtigen Weg. Und dann ist die Folgefrage, können wir uns jetzt dafür entscheiden? Wenn gleich 40 Daumen hochgehen, bist du fertig, ist super. Man darf aber auch sagen, ja, ich bin dafür, ich weiß noch nicht, das wäre dann eine flache Hand, oder ich bin dagegen, das wäre der Daumen nach unten. So, und je nach Quantitäten im Raum kannst du dann von da aus weiter moderieren. Also wenn die Hälfte der Daumen unten ist, fragst du natürlich exemplarisch, fragst du nicht 20 Leute. Wenn nur noch 3 Daumen unten sind, konzentrierst du dich auf die 3. Und in der Regel arbeitest du dann daran, die Bedingung der Entscheidung anzupassen. Also wenn der Daumen runter Mann dann sagt, ich wäre ja dafür, wenn, dann passt du eben die Beschlussvorlage, die da gerade an die Wand geworfen wurde, so an, dass der Einwand mit behoben ist. Und dann fragst du deine 40 am Ende wieder, können wir so mit diesen Bedingungen jetzt alle mitgehen? Und das geht relativ flott. Das praktizieren wir relativ oft. In Klammern kannst du auch in Videomeetings machen, weil da gibt es ja auch die Daumen-hoch-Funktion. Das geht genauso. Ja, und es ist letztendlich ja der Bestandteil, den wir auch kennen aus dem Agile, wenn man in den Weeklies ist, wo entsprechend präsentiert wird. Und nach dem kurzen 5 Minuten muss jeder sagen, ist es für mich klar? Also das sind diese Themen, die wieder in der Breite des Methodenkastens sich auch bei unseren Projekten genauso wiederfinden. OKR endet nie in ein Thema, wenn nicht die Zustimmung vorliegt. Also gilt es nachzuschärfen. Und das sind Methodiken, die haben sich jetzt mittlerweile sehr, sehr gefestigt. Und es geht in allen möglichen Formaten. Und wo ihr gerade über mich geschmunzelt habt, als ich gesagt habe, da ist immer keine Beschlussvorlage dabei. Die Kunst der Methode, und das wisst ihr noch besser als ich, ist die klare Frage. Genau. Weil wenn du sagst, man müsste mal entscheiden über, ist das diffus. Wenn du eine ganz klare, kurze Frage formulierst, dann können die Menschen sich auch entscheiden, ob sie ihren Daumen hoch oder ihren Daumen runter machen. Also man muss die ersten 5 Minuten im Zweifelsfall auf die Klarheit der Frage verwenden, dann gelingt es auch mit dem Entscheiden. Daher komme ich jetzt zu meiner Abschlussfrage schon, liebe Jana. Was ist das eine Prinzip, das Hettich ausmacht, wenn es um Performance und Transformation geht? Im Moment Fokus, Klarheit, Konsequenz und dauerhaft gepaart mit dem Many-to-Many, was den vielen die Möglichkeit gibt, sich mit ihren Stärken, Leidenschaften und Ideen einzubringen. Lieber Michael, was sollten andere Industrieunternehmen von euch lernen, ganz konkret? Entscheidungen dahin verlagern, wo sie wirksam sind. Das ist definitiv eins der Kernelemente. Und Transformation muss auch am Verhalten der Menschen gemessen werden, nicht nur an Konzepten, die da sind. Nicht die Theorie gewinnt, sondern das, was wirklich als DNA vorliegt. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank, dass ihr heute da wart. Das waren spannende Einblicke in eine ganz besondere Kultur des Unternehmens Hettich. Ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder die andere vielleicht mit Fragen auf mich oder auf euch zukommen. Gerade mit zur Erklärung und mit Live-Beispielen, vielleicht mehr als im Podcast, dürfen Menschen auf euch zukommen? Immer gerne. Und ich glaube, LinkedIn ist der einfachste Kanal dafür. Da erreicht man uns. So machen wir es. Wenn man das heute zusammenfasst, die Firma Hettich zeigt, dass Performance nicht nur aus Zahlen entsteht, sondern aus klarer Steuerung,
mutigen Entscheidungen und aus einer Organisation, die wirklich handeln kann. Vielen Dank euch beiden für die wirklich sehr wertvollen Einblicke. Vielen Dank. Ja, Danke sehr für die gerne. Einladung.